So langsam wird's aber richtig ernst in Deutschland. Die innere Sicherheit implodiert. Weder in der Migrations- noch in der Sicherheitspolitik ist die Bundesregierung zu einer echten Kehrtwende gekommen. Ohne eine Kehrtwende wird sich Deutschland vermutlich zu einem Hochrisikoland entwickeln. Und der öffentliche Raum wird ein absoluter No-Go-Raum werden. Und der Blick über die Schulter nach hinten wird wahrscheinlich eine sehr sinnvolle Sicherheitsgeste sein. Dazu schreibt die NZZ. Nicht nur in Solingen, die innere Sicherheit implodiert. Deutschland steht unter mentalen Dauerstress. Mindestens 3 Menschen sind letztens dabei ums Leben gekommen. Ohne eine Kurswende der Regierung entwickelt sich die Bundesrepublik Deutschland zu einem Risikoland und der öffentliche Raum zu einer No-Go-Area. Ein Land befindet sich im Schockzustand. Und wieder einmal. Und dieses Land heißt Deutschland. Am Freitagabend kam es zu diesem Messerangriff, wo 3 Menschen ums Leben gekommen sind. 9 weitere sind verletzt, zum Teil schwer. Tatwaffe war wieder mal ein Messer und Tatort ein Volksfest. Die nordrhein-westfälische Stadt feierte gerade den 650. Jahrestag ihrer Gründung mit einem Festival der Vielfalt. Längst sind solche furchtbaren Ereignisse kein Einzelfall mehr und genau das ist das Problem. Die öffentliche Sicherheit in Deutschland erodiert in atemberaubendem Tempo. Die zuständigen Politiker reagieren mit markigen Worten, leeren Versprechungen, fatalistischen Achselzuckeln. Die Bundesrepublik Deutschland könnte vor einem heißen Herbst stehen. Bin sehr gespannt auf deine Meinung. Lass es mich wissen, was du dazu sagst. Fühlst du dich noch sicher in Deutschland? Der Bundeskanzler Olaf Scholz gab aber ein Versprechen. Wenn sich allein mit Rhetorik und die Wirklichkeit verändern ließe, handelte es sich um das beste Deutschland, das es je gab. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist gerade auf einer Sicherheitstour durch Deutschland unterwegs. Bundeskanzler Olaf Scholz widmete jüngst eine Regierungserklärung zum Thema Sicherheit. Der SPD-Politiker gab ein Versprechen vor dem Deutschen Bundestag ab. Jede und jeder, sagte er im Juni, muss in unserem Land ohne Furcht vor seinen Mitmenschen leben können. Das sei das zentrale Versprechen unseres Rechtsstaates. Und dieses Versprechen setzen wir mit aller Macht durch. Nicht erst in Solingen, sondern zuvor schon beim islamistischen Anschlag von Mannheim oder soeben auch bei dem öffentlichen, ganz krassen Vorfall, was am Frankfurter Bahnhof passiert ist. Wirklich krass. Das Leben in Deutschland wird von Tag zu Tag riskanter. Mit aller Macht setzen Gewalttäter ihre Ansprüche durch. Heftig. Was sagst du dazu? Dem fallweise von aktivistischen Phrasen unterbrochenen Fatalismus der Regierenden entspricht ein mentaler Dauerstress der Bürger. In Mannheim fand die Attacke zur Mittagszeit auf dem Marktplatz statt. In Solingen am Abend auf einem stark besuchten Volksfest. In Frankfurt war es der Hauptbahnhof, die Stätte des Verbrechens. Also es ist ganz egal, welche Uhrzeit, Tageszeit, Ort. Die Täter schrecken anscheinend von nichts zurück. Hilflose Gegenmaßnahmen. Opfer sind nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch die zufälligen Zeugen. Wie werden sie mit den grauenhaften Szenen zurechtkommen? Auch auf lange Sicht, die psychologischen Folgen, echt schlimm. Auch alle anderen, die die Bilder sehen und die Nachrichten lesen, werden eingesponnen in das Netz der Ängste. Immer mehr Straßen und Plätze werden zu Risikogebieten. Der öffentliche Raum fällt auseinander. Die No-Go-Areas wachsen. Auf einen solchen abschüssigen Pfad implodiert jede Republik. Wer gesund bleiben will, an Leib und Leben, überlegt sich künftig zweimal, welche Räume er betritt, welchem Stress er sich aussetzt. Der Blick über die Schulter wird zur schützenden Geste, der Verdacht kriecht in die Blicke. Eine Politik, die auf eine zunehmende Bedrohung mit Messerverbotszonen antwortet, wirkt hilflos und aktionistisch, ohne dass das Problem an der Wurzel angepackt wird. Die innere Sicherheit wurde über Jahrzehnte vernachlässigt, auch unter der Vorgängerregierung. Hinzu kommt die fortgesetzte Weigerung, die Migrationspolitik unter sicherheitspolitischen Aspekten zu betrachten. Diese Woche wartete nicht nur mit den Fällen in Frankfurt und Solingen und weiteren Städten auf, sondern auch mit abermals beunruhigenden Daten.
In den vergangenen 10 Jahren ist der Anteil schwerer Messerverletzungen, die in Spitälern behandelt werden mussten, nach einer Recherche der NNZ um 50% gestiegen. Und die Bundespolizei berichtet von einem neuen Höchststand an Sexualdelikten, Diebstählen und Messerangriffen. So sind Ausländer bei Messerdelikten 6-mal, bei Sexualdelikten im Bahnhofsbereich 7-mal so häufig vertreten, wie es in ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspreche. Ich habe darüber vor kurzem schon ein Video gemacht. Werde ich am Ende diesen Videos nochmal für dich nochmal verlinken. Weder in der Migrations- noch in der Sicherheitspolitik ist die Bundesregierung zu einer echten Kehrtwende bereit. Ohne einen Kurswechsel aber wird Deutschland sich zu einem unsicheren Land entwickeln, in dem die Macht der Stärkeren sich von der Schwäche der Regierenden nährt. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Wie schätzt du die Sicherheitslage in Deutschland ein? Du lebst vor Ort. Ich bin nicht vor Ort aktuell in Deutschland, ich lebe hier in der Türkei. Ich persönlich, ganz klar, wird es in der Türkei ähnliche Vorfälle geben. Aber ich habe natürlich nicht mein Augenmerk darauf, weil ich in der Türkei bin, die türkische Sprache nicht so gut spreche und dementsprechend auch nicht viel verstehe. Abgesehen davon schaue ich an sich keine Nachrichten. Aber in Deutschland, das ist natürlich schon wirklich krass, was da auch abgeht. Nahezu jeden Tag irgendwelche Delikte, das ist nicht mehr normal. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Und vor allen Dingen wissen wir, dass jetzt demnächst die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg anstehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis ausfällt und vor allen Dingen, ob sich dann was ändern wird. Lass mir gerne deine Meinung dazu da. Und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr kostenlosen, alltäglichen Content haben willst, bleib hier dran. Folge diesem Kanal und ich freue mich auf das nächste Video. Dein Markus aus der Türkei.